Oh mein Gott. Wir haben uns gerade dafür entschieden, das machen wir nicht. Das ist ja ein hammergeiler Stellplatz. Also ich bin gerade total fassungslos. Ich bin total begeistert, Wir haben Neuigkeiten. dass die Gastfreundschaft der Türken was ganz Besonderes ist. Das ist auch das letzte Video. Unsere letzten Aufnahmen sozusagen. Die Türkei, die hört irgendwie nicht auf, uns immer wieder zu überraschen. Oh mein Gott. Schlüssel? Wo ist der geblieben? Ich glaube, der steckt noch draußen, ne? Sie hat nur einen, ne? Und du? Den werden wir jetzt nicht mehr los, ist so klar, ne? Das ist ein Schoko gegeben. Aber es ist auch die Mama, die braucht das. Ja, das stimmt. Er ist der Papa hier. Der sieht gut im Futter aus. Aber die Mama ist total ausgezehrt. Ja, wir haben eigentlich vergessen, euch zu begrüßen. Ne? Wir sind jetzt hier irgendwie an der, ich weiß nicht, ob es so genau ausgesprochen wird, Kaklik-Höhle. Und die gucken wir uns jetzt an. Wir sind jetzt keine 50 Kilometer gefahren. Ein bisschen durch die Berge war eigentlich ganz schön, fand ich so, auch mal das so zu sehen. Das hat mich so ein bisschen an Griechenland erinnert auch. Und ja, also ich denke, dass die Türkei auf jeden Fall auch richtig in den Bergen was zu bieten hat. Ja. Wir haben 220 türkische Lire jetzt bezahlt. Genau, wir haben 200, Schule. ja, das sind keine 10 Euro. Und wir haben gefragt, ob wir hier auch eine Nacht übernachten dürfen und kein Problem. Von daher finde ich, ist das echt ein fairer Preis. Mhm. Ganz entspannt hier heute, können wir uns alles machen. Genau. Also hier kann man sogar baden drin. Das ist ein Schwimmbecken, haben wir gerade gefragt. Und so ein bisschen riecht das faulig hier. Das hat man schon bei der Ankunft gemerkt. Und ich vermute, dass das irgendwie schwefelhaltiges Wasser ist aus einer Quelle.
Mal sehen, wie warm oder kalt das ist. Es ist kalt. Also es ist ganz normal kalt. Wird eine ziemliche Erfrischung, würde ich sagen. Vielleicht probieren wir es sogar aus, oder? Mal gucken. Ja. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns ziemlich stark jetzt in der Nebensaison befinden. Na ja, gut, wir haben jetzt auch schon Ende Oktober und dass hier einfach dann auch überall nichts mehr los ist. Also zumindest macht das so den Eindruck. Also wenn ich mir das hier so angucke, eigentlich gäbe es hier einen Shop wahrscheinlich, wo man sich irgendwie dann nochmal, keine Ahnung, Eis kaufen kann oder so. Also eins ist klar, man gewöhnt sich an den Gestank, jetzt rieche ich es gerade nicht mehr. Das ist doch kein Gestank. Faule Eier, ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt nasse Füße. Ich habe die falschen Schuhe an für hier. Also es riecht, man wird nass, aber es ist schön und lohnt sich. Na, wie war deine Nacht? Es war laut, trotz Oropax war es sehr unruhig, aber ja, ist okay. Für eine Nacht geht das mal. Ja, ne? Ja. Wir trinken jetzt noch unseren Kaffee aus und machen uns gleich noch ein Müsli. Und dann werden wir uns heute Richtung Pamukkale aufmachen. Das kennt der eine oder andere bestimmt. Wir sind auch schon ganz gespannt, wie das in Natur aussehen wird. Ja. Immer wieder lecker, ne? Wir sind gerade in Pamukkale angekommen und von unten haben wir schon oben sehr viele Menschen gesehen. Hier fährt auch ein Bus nach dem nächsten hoch. Ja, wir werden mal gucken, was uns da erwartet. Oh mein Gott, eine ganze Batterie voller Busse. Eieiei. Na, mal gucken. Der Eintritt soll 25 € pro Person betragen. Und wir haben uns gerade dafür entschieden, das machen wir nicht. Also man muss ja fairerweise sagen, dass da viel mehr dazugehört als nur diese Terrassen. Ja, auch noch ein Museum und so Ausgrabungsgebiete und so, aber nee. Also 25 € ist es mir nicht wert. Ja, sorry, tut uns leid. Aber ich glaube, das habt ihr bestimmt schon gesehen. In irgendeinem anderen Vlog. Ja, wir werden uns jetzt einen Schlafplatz suchen. Also ich bin gerade total fassungslos, muss ich sagen. 25 € Eintritt. Ich kann das überhaupt nicht glauben. Wann habe ich das letzte Mal bei irgendwas 25 € Eintritt bezahlt? Im Kino. Im Kino? Nein. Deutschland. 25 €? Naja, mit irgendwie... Mit super Verlängerung? Nein, keine Ahnung. Ach, 25 €? Ich finde das Wahnsinn. Ja. Und wir sind hier in der Türkei. Ja. Also ich bin gerade echt sprachlos. Also Kino mit Popcorn und Cola kostet 24, glaube ich. Großer Popcorn.
Wahnsinn. in Deutschland. Nee, also ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. 700 türkische Lira, wir haben das umgerechnet. Wir haben auch nochmal extra nachgefragt, ne? Ja. So, ob das sein kann, dass das 700 Euro sind oder ob das jetzt irgendwie so ein Special-Preis ist für All-In-Paket mit allem drum und dran. Nee, 700 Euro Eintritt. Ja, Und dann kann man noch andere Dinge dazu buchen. ja. Wahnsinn. Nee. Nee, finde ich nicht gut. Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin gerade sehr, sehr geschockt. Enttäuscht. Ja, Ja. enttäuscht auch. Ja. Mhm. Nachdem gestern unser Tag ein bisschen frustriert geendet hat, versuchen wir heute einen zweiten Anlauf und wir wollen uns noch ein paar Sehenswürdigkeiten in der Türkei angucken. Wir sind gerade auf dem Weg zum Pergamon. Also es ist eine antike Stadt und die erreichen wir heute mit der Seilbahn. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you could take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. Sollte passen. Wir sind angekommen. Ja, Jetzt geht's gleich in die Seilbahn. bin schon gespannt. Also jetzt sieht es noch aus wie ein Haufen Steine da oben. Mal gucken. Hier ist ja gar nichts los eigentlich, ne? Also ganz anders als in Pamukkale. Ah, okay. Little No problem. work. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal mit der Seilbahn gefahren ist. Die Fahrt mit der Seilbahn kostet 600 türkische Lira für 2 Personen. Also pro Person 10 Euro. Ja, da hatten wir uns gedacht, gut, das gönnen wir uns jetzt mal. Ist ja auch so ein Erlebnis, ne? Also Ja. Also, ja. Und oben wird das dann, der Eingang wird nochmal irgendwie 11 Euro kosten. Ne? Also nochmal genau. 600. Ja, nochmal 600, richtig. Mhm, Ja. Ja, ein bisschen was sehen wollen wir ja doch, aber wir finden, hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen Genau. angemessener. Ja, man Wobei, erlebt wir halt- wissen es ja noch nicht, wir wissen auch nicht, wie es oben aussieht. Ne? Das stimmt. Ja. Aber man erlebt halt was. Man fährt hier halt mit der Seilbahn hoch, man hat eine tolle Aussicht und Ja. ja, das ist einfach was anderes, als 25 Euro zu bezahlen und sich irgendwie eine Steinformation anzugucken, finde ich. Aber muss er sich ja selber wissen.
für ein geiles Theater, oder? Also, Richtig wenn geil. man sich das mal vorstellt, dass da unten dann irgendwie was stattgefunden hat, also was vorgetragen wurde und dann mit dem Blick runter ins Tal hier. Also wenn ihr alte Steine mögt, kommt hierher. Das ist so genial. Ja, es ist ja nicht nur, dass es alte Steine sind, also es ist wirklich eine Festung und man kann das, oder Tempelanlage, und man kann das halt alles noch so richtig erkennen. Also es ist nicht einfach nur irgendwie so Grundmauern, die man noch so sieht irgendwie am Boden, sondern Die Gebäude stehen halt noch, sie haben noch die Säulen wieder aufgebaut und so und man sieht Ja. halt wirklich, also man hat eine richtige Vorstellungskraft, wie das hier irgendwann mal ausgesehen hat. also ich finde das Geld, das hier, das Ja. lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ja. Wir waren ja in Griechenland in Mykene und da haben wir auch 12 Euro Eintritt bezahlt und hier haben wir jetzt 11 bezahlt und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Der Mykene war ja schon schön, aber das hier irgendwie, das toppt das nochmal. Wir werden jetzt mit der Trillerpfeife rausgeworfen, es ist 17 Uhr und In dieser Tempelanlage gibt es auch Audioguides, beziehungsweise mit seinem Handy kann man dann QR-Code scannen und dann kann man sich dazu, ich weiß das nicht, entweder was anhören lassen, also Audioguide. Ich glaube, dass da sind sowas wie Kopfhörer zu sehen. Wir haben leider unser Internet vergessen, also dadurch, dass wir ja nur eine Karte in unserem Internetrouter haben und darüber dann unsere Handys dann mit Internet versorgen und unsere Computer, müssen wir dann halt die Karte mal rausnehmen und daran denken und das haben wir diesmal vergessen. Naja, macht nichts. Also es ist auch so wirklich sehenswert und ich glaube, wenn man sich dann das nochmal anhört zusätzlich, dann fängt das andere das Ganze an zu leben. Ja, es gibt einen Audioguide und die Tafeln sind sogar auf Deutsch. Also selbst die der englischen Sprache dann nicht mächtig sind, können hier auch viel Informationen bekommen über diesen Ort. Hier soll eigentlich schon ein riesengroßer See laut Google sein. Da ist nichts mehr, fast nichts mehr an Wasser. Es scheint ein Stausee zu sein. Und das Wasser ist weg. Wow. Okay. Ich gucke mir das da oben mal an. Das könnte sein, dass das ein richtig schöner Stellplatz ist. Nee, da geht die Straße nur weiter. Mal gucken. Das muss hier jetzt irgendwie gleich sein. Es sah so aus wie eine Wiese oder sowas, wo man da stehen konnte. Feuerstelle. Ist ja ein hammergeiler Stellplatz. Ich freue mich richtig. Also wir stehen hier eigentlich mitten im See. Ich hoffe, die fluten den nicht über Nacht. Naja, mit Sicherheit nicht. Und man kann hier im Hintergrund sogar noch die Festung oder den Tempel sehen auf dem Berg, wo wir vorhin waren. Und jetzt werden wir den Tag beenden, noch was essen, uns das gut gehen lassen und morgen dann mal gucken, wie es weitergeht.
5 Tage haben wir jetzt mittlerweile schon wieder an diesem wunderschönen Stellplatz gestanden. Das ist wirklich mega hier. Es ist ruhig, es kommen eigentlich kaum Leute vorbei, eigentlich gar keine Leute. Nur mal ein Bauer, der uns halt dann auch nochmal Gemüse geschenkt hat. Also wieder Wahnsinn, wunderbar. Wir haben die Kamera jetzt nicht in die Hand genommen, weil wir doch einiges zu tun hatten. Ich gehe ja auch immer noch mal so um den LKW rum, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass die Staukiste, die linke, jetzt aufgibt. Ich zeige euch das mal. Das, was hier drin ist, ist ja eigentlich nicht so schwer. Da ist ja nur unsere Standheizung drin und Wasserschläuche im Prinzip. Deswegen hat eigentlich diese Staukiste überhaupt nicht so viel auszuhalten und auch die Träger nicht. Aber das ist nicht gut. Und ich habe gesehen, dass das daran liegt, dass der Träger hier Risse gekriegt hat. Hier hinten. Und das muss geschweißt werden. Und da werden wir uns jetzt aufmachen und hinfahren. Da. Ja, also unser nächster Stopp ist jetzt in die nächste Stadt. Werkstatt suchen, schweißen lassen. Mir ist natürlich klar, dass es dann keine Dauerlösung ist. Das ist ja, hat ja einen Grund, warum die gerissen ist. Aber ich muss das jetzt erstmal so weit beheben, dass wir damit weiterkommen. Und bis wir dann eine endgültige Lösung dafür schaffen. Da habe ich auch schon was im Kopf. Wir haben ja den Tipp aus der Community, also von euch bekommen, dass die Werkstätten von der Marke BMC in der Türkei ganz gut sind, dass man die anfahren kann, wenn man mal so Probleme hat mit dem LKW, irgendwas reparieren muss. Und da fahren wir jetzt hin. Ja, wir haben kein Schweißgerät jetzt hier, aber fragen mal nach, ob die ein Schweißgerät haben. Ja. Tamam. Ne oldu abi? Kaynak olacak bak ona. Wir haben jetzt ein Schweißgerät gefunden und für alle die, die es jetzt nicht wissen, sind ja nicht alle jetzt so technisch dabei. Also wenn was geschweißt werden soll, dann müsst ihr die Batterien abklemmen, weil sonst geht euch die Elektrik kaputt oder kann kaputt gehen. Wir sind ja erst zu BMC gefahren, allerdings sah es von außen aus, dass das da nur Teile sind, die man da tauschen kann. Also irgendwie nur so ein Lager mit Teilen und deswegen sind wir weitergefahren. Aber in jeder größeren Stadt gibt es halt so ein Industriegebiet, wo alles auf einen Haufen ist. Also wirklich alle Autowerkstätten, alle LKW-Werkstätten, Teile, alles was man so braucht, findet man an einem Ort. Und genau hier sind wir jetzt. Und wir sind einfach nur mal um die Ecke gefahren, da war eine LKW-Werkstatt, wobei ich glaube, dass das nur ein Reifenhändler war oder der Reifen bei LKWs tauscht. Und der hat halt gesagt, hier geht mal 5 Meter weiter da drüben, die haben ein Schweißgerät und ja, jetzt sind wir hier. Ich bin ganz gespannt, was das dann gleich kosten wird. So, ich habe irgendwie keine Vorstellung. Wir haben jetzt irgendwie noch 1000 Lira, türkische Lira, das sind so umgerechnet 34 Euro. Ich denke mal, das sollte reichen. War wieder eine mega geile Erfahrung, irgendwie richtig Spaß gehabt, irgendwie viel gelacht. 300 türkische Lira hat das jetzt gekostet, irgendwie 11 Euro sind das, vollkommen okay. Das
dass da jetzt das irgendwie ein Kabelbruch sein kann oder sowas. Das kann es nicht sein. Nein, das muss der 2 kW Motor sein. Wenn du Glück hast, werden deine Batterien noch locker. Den kannst du nochmal probieren, die Kabel. Nee, sind Ja, dass der fest. dann, das würde, ja, dann gehe ich davon aus, dass die Klima ist, die da platt ist. Und auf wo müsste ich jetzt messen? Na, nimm mal deinen Multimeter in der Hand. Lass mal den Kamera ein. Also. Ich habe. Du brauchst wieder. Achso, genau. Ich habe von da, So, jetzt. Nein, vom Gehäuse der Lichtmaschine. ja, Auf links hinter deiner Hand, guck mal, da irgendwo eine Schraube, die schön blank ist. Da guck mal vom Ladeluftrohr, das Ding da. ja genau, Nee, weiter nach. Genau, da ist doch ist da angeschraubt am Rahmen. genau, Genau. Da machst du eine schöne blanke Stelle und dann machst du den Motor mal an. Also Genau. mach mal den Motor an und besten nach übergehend. so von Masse auf Masse, ja. Jetzt ist er weg. Ah, weg. Gegen das dicke Kabel. Also das ist alles fest, ne? So. Ja. Also ich gehe davon aus, dass der Lichtmaschine ist. Nicht aufnehmen. Und wieder ein schöner, guter Morgen mit einer Hammeraussicht. Es war jetzt nicht der beste Platz zu übernachten, war aber okay. Also gut, man hat die Autos gehört, aber ich war so kaputt irgendwie gestern, dass ich sofort eingeschlafen bin. Yvonne hat noch gefragt, so, wie kannst du eigentlich bei diesem ganzen Geknatter hier einschlafen? Weil hier halt auch die ganzen Fischerboote reinfahren und die haben halt diesen Einzylindermotor, diesen Bop, 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 Bop. In einer Tour kommen die hier rein und raus. Aber ja, Bis Mitternacht. also mich hat es nicht gestört. Naja, was soll ich sagen? Ich wollte noch was zu gestern sagen, was ja jetzt eigentlich passiert ist, also was jetzt eigentlich da so abgelaufen ist. Wir hatten Probleme gehabt mit der Lichtmaschine und zwar irgendwie habe ich Spannungsschwankungen sehr starke festgestellt während der Fahrt. Wir haben ja so ein kleines USB-Ladegerät, wo man sich auch die Spannung, die Batteriespannung anzeigen lassen kann. Und ja, die schwankte so zwischen 27,4, was so normal ist, und ging teilweise rauf bis irgendwie 30 Volt, was nicht so geil ist, weil das brät uns einfach die Batterien weg. Und deswegen mussten wir anhalten und ich musste nochmal irgendwie nachgucken, was da jetzt irgendwie ist. Das Kuriose ist, ich habe nicht wirklich was gefunden. Also ich habe nochmal alles abgehabt, ich habe nochmal mit Sebastian telefoniert, ich habe nochmal mit Erik telefoniert und irgendwie mir so Anhaltspunkte geholt, ein paar Sachen durchgemessen, aber im Endeffekt war nichts zu finden, was darauf schließen lässt, dass ich das Problem hätte finden können. So, und dann blieb jetzt eigentlich nur noch übrig, dass dieser Regler, der Laderegler kaputt ist von der Lichtmaschine. Naja, alles zusammengebaut, zusammengepackt, weitergefahren und das Problem war weg. Ich habe jetzt irgendwie 3 Theorien, woran das liegen kann. Ein Kabelbruch, weil ich habe die Kabel ja angefasst, irgendwie alles nochmal festgezogen und jetzt ist irgendwie plötzlich alles gut. Okay, ja, vielleicht. Dann irgendwie das beim Rumspielen der Batterie, Motor anmachen, ausmachen, dass die Batterie letztendlich wieder leerer geworden ist. Und solange die Batterie richtig geladen werden soll, lädt alles vernünftig. Das heißt, Spannungswandler, Batterie zeigen keine Auffälligkeit, solange irgendwie die Batterien nicht voll sind. Und wenn sie wieder voll sind, dann spackt das Ganze wieder rum. Muss ich weiter beobachten, werde ich sehen. Und was war das dritte? Auspusten. Genau, ich habe die nochmal ausgepustet, die Lichtmaschine, während sie lief. Und da kam richtig, richtig viel Staub raus. Ich weiß nicht, ob da irgendwie an den Schleifkontakten irgendwas war oder so. Und du musst noch sagen, wir hatten das Problem schon mal vor 4 Monaten. Das ist genau dasselbe. Genau, wir hatten das Problem schon mal gehabt in der Werkstatt und zwar in Griechenland. Wir sind jetzt irgendwie 3000 Kilometer gefahren, ohne irgendwas.
Und da war es eigentlich auch nur scheinbar ein Kontakt in der Lichtmaschine, also kein Kontakt, es war so ein Stecker, so ein Schuh, der irgendwie recht locker drauf saß, den haben wir dann irgendwie festgemacht und dann war irgendwie wieder alles okay und wir dachten, es lag daran, aber diesmal war es das nicht. Und wie gesagt, das Kuriose ist, die Spannung fällt nicht ab, geht nicht runter, sondern sie geht nur hoch, geht nur nach oben. Ja, genau. Also falls noch ein Experte da draußen ist. Ja, falls ihr sonst noch irgendwie eine Idee habt, was das sein kann, klar, Laderegler ist vielleicht kaputt, irgendwie kann sein, weiß ich nicht, aber jetzt ist alles okay. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt in der nächsten Zeit sein wird, wie lange es dauert, bis es wiederkommt. Naja, mal sehen. Wir genießen jetzt unseren Kaffee hier und dann geht's weiter. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa. This life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on, and even when you're next to me, I feel. Um die 270 Kilometer sind wir jetzt ungefähr gefahren. Ich weiß gar nicht wie lange, 5 Stunden oder so. Wir sind beide ganz schön kaputt jetzt gerade und wissen auch gar nicht, was wir jetzt so noch groß in die Kamera sagen können. Wir sind jetzt hier an einem Platz angelangt, wo wir vorher auch schon mal waren, wo wir in die Türkei eingereist sind. Wir werden morgen mal ein bisschen was dazu erzählen, was jetzt eigentlich los ist und warum wir uns eigentlich im Grunde genommen ja, wieder in den Westen der Türkei begeben haben. Guten Morgen und willkommen nochmal zurück in der Türkei. Nico hat es ja gestern schon angekündigt, wir haben Neuigkeiten. Wir wollen euch nämlich jetzt mal so erzählen, was so die nächsten Monate unsere Pläne sind. Genau, wir sind ja jetzt schon relativ weit im Westen der Türkei. Ein paar von euch haben es vielleicht schon mitgekriegt, die Brücke von Çanakkale, Erkannt? die erkennt man halt. Wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg wieder Richtung Griechenland und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Und zwar Geht es für uns nach Deutschland und wir fahren jetzt nach Athen mit dem LKW, lassen den LKW dann in Athen stehen und fliegen mit dem Flieger nach Deutschland, um unsere Familie zu besuchen. genau, meine Eltern, die haben runden Geburtstag und das wollen wir alle zusammen feiern, weil wir eigentlich alle runden Geburtstag haben. Und Du auch? Ich auch, genau. Deswegen ja, große Zusammenkunft und das war auch ein großer Wunsch irgendwie, lass uns doch einmal gemeinsam unsere Geburtstage feiern und deswegen fahren wir auch jetzt schon zurück. Wir hatten eh schon vor gehabt, Weihnachten dann auch zu Hause zu verbringen dieses Jahr und dann geht es nächstes Jahr weiter. Und da haben wir uns einen Plan gemacht, was wir machen wollen und wir finden, der ist richtig, richtig gut.
Ja, wir kommen dann im Januar zurück. Wir bleiben insgesamt 6 Wochen in Deutschland und wir werden dann so Mitte Januar ungefähr zurückkommen und wir werden dann wieder nach Athen fliegen, in den LKW steigen und dann den Winter in Tunesien verbringen. 3 Monate planen wir da zu sein und dann geht es von Tunesien weiter. Ja, wieder Richtung Türkei. Und zwar wollen wir dann dahin fahren, wo wir eigentlich ja dieses Jahr auch schon hinfahren wollten. Der Osten der Türkei, der soll halt auch sehr, sehr, sehr besonders sein, weil noch sehr ursprünglich und je weiter man in den Osten der Türkei fährt, desto ja, mehr besonders wird halt auch die Gastfreundschaft dort. Es soll sich halt sehr unterscheiden zu dem, was wir halt jetzt gesehen haben in den 2 Monaten. Und wir haben ganz viele Kommentare auch bekommen. Ihr müsst euch unbedingt den Osten angucken. Und das wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall machen. Wir haben uns ja, das habt ihr glaube ich mitgekriegt, wir haben uns sehr in die Türkei verliebt. Und nächstes Jahr wollen wir die 3 Monate dann auch auskosten. Und dann geht's weiter. Deshalb sind wir ja auch, also deshalb fliegen wir auch jetzt noch einmal nach Hause. Also zum einen, wir haben unsere Familie seit 2 Jahren nicht gesehen. Und ab nächstes Jahr könnte es halt auch sein, dass wir sie dann auch sehr, sehr lange nicht mehr sehen werden, weil wir immer weiter Richtung Osten fahren wollen. Wir wollen halt nächstes Jahr eine ganze Zeit lang halt auf der arabischen Halbinsel verbringen. Und wie es dann weitergeht, soweit haben wir dann noch nicht geplant. Ob es dann nach Indien geht oder ob wir nach Afrika übersetzen. Oder in die Stan-Länder. Stan-Länder, genau, Mongolei. Es ist alles offen. Ja, wir freuen uns riesig drauf. Genau, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und dass ihr... Dass noch sehr viel kommen wird hier auf diesem Kanal. Dass ihr diese Reiseziele auch mögt und euch da eigentlich auch schon darauf freut, mit uns das zu bereisen und wir euch dann da vielleicht auch inspirieren können, diese Länder auch zu besuchen, wenn ihr es dann irgendwie auch möglich machen könnt. Ja, aber jetzt geht es erstmal zur Grenze. Jetzt geht es nach Griechenland. Genau, jetzt geht's zurück. Leider haben wir die Stromprobleme immer noch. Die Spannung, die schwankt immer noch relativ stark. Wir haben es auch relativ im Griff, sodass wir damit weiterfahren können, aber es ist halt kein Dauerzustand. Wir haben aus der Community den Tipp bekommen, dass es in jeder größeren Stadt so Industriestandorte gibt. Diesen Namen, den blende ich euch mal ein hier. Und da findet man eigentlich immer alles, also wirklich, wirklich alles. Und heute war einfach das beste Beispiel dafür. Wir haben jetzt hier nochmal angehalten, kurz vor der Grenze gibt es noch eine größere Stadt und wir haben dann halt danach gesucht und uns wurde dann halt auch gleich hier weitergeholfen, wo man dann Elektroersatzteile für Lichtmaschinen bekommt. Da sind wir dann rein. Ich habe den Leuten da einfach nur dieses Bild gezeigt von dem, was wir brauchen. Der ist 2 Minuten weggegangen und kam damit wieder. Ohne Teilenummer. Einfach so. Wusste auch gleich, alles klar, ist irgendwie von der Bauart für Volvos oder Renaults. Ne, so. Also Hammer. Also es ist einfach, ich bin total begeistert. Also die Leute, die reparieren hier auch noch. Ne? Also es ist halt wirklich so, dass man Ersatzteile für diese alten Lichtmaschinen noch bekommt und auch für andere Sachen. Wir sind jetzt hier einmal rumgelaufen und haben noch so andere Sachen bekommen und unter anderem gibt es hier auch zum Beispiel einen Diesel-Turbo-Service, genauso wie in Griechenland. Der sieht sehr modern aus, muss man dazu sagen. Naja, und insgesamt dieses Gebiet hier, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist ein Paradies. Es ist ein Paradies. Du kannst hier mit dem Fahrzeug hinfahren und du kannst alles machen lassen. Alles, wirklich alles. Und das ist, glaube ich, das Besondere auch hier in der Türkei. Diese Gebiete hier für Fahrzeuge, das ist so ein Raum, wo es alles für Fahrzeuge gibt. So, und wenn es das nicht in diesem einen Laden gibt, dann wissen die, wo es in dem Laden das gibt. Du gehst dahin. Also im Grunde genommen, ja. So, wir hoffen jetzt, dass das der Laderegler dann noch ist. Genau, ach so, genau. Wir hoffen, dass es der Laderegler ist. Und das zu testen ist jetzt nicht schlimm, selbst wenn das jetzt nicht wäre. Der Laderegler hier hat 12 € gekostet. Selbst wenn er das nicht ist, tut es dann halt nicht weh. Ne? So. Wir werden jetzt erstmal weiterfahren und dann werde ich mal gucken, wo ich das Ersatzteil mal einbaue. Ich denke mal in Griechenland, kurz hinter der Grenze irgendwo, werden wir nochmal vielleicht 1, 2, 3 Nächte stehen und dann werde ich das mal machen. Und wir hatten noch so ein kleines Hüngerchen gehabt und wenn ihr mal hier in so einer Gegend seid, irgendwie tut euch den Gefallen, geht mal hier in so einen kleinen Laden. Das ist wie ein Imbiss, sieht das aus, aber wir haben hier da Köfte gegessen und es ist mega lecker. Es ist so richtig, richtig lecker. Es wird alles frisch gemacht. Ja. So heißt das übrigens. Also das ist dieses Industriegebiet. Also so heißen die generell.
Kann man auch bei Google suchen. Genau, kann man dann auch bei Google suchen und dann findet man das. Nochmal schön das günstige Diesel hier tanken, bevor wir ins teure Europa fahren. Wir hoffen halt damit dann mit der kompletten Tankfüllung, also von beiden Seiten, dann bis nach Tunesien zu kommen. Mal sehen, ob es klappt. Wir sind gerade durch den ersten Kontrollpunkt an der türkischen Grenze gefahren und haben unsere Ausreisestempel bekommen. Und wir mussten auch die Fahrzeugpapiere einmal vorzeigen und haben gefragt, ob wir jetzt noch Maut bezahlen müssen. Und dann hat er gesagt, nein, nein, keine Maut, ihr könnt erstmal weiterfahren. Jetzt kommt aber noch ein nächster Kontrollpunkt. Wir sind noch so ein bisschen verunsichert, weil wir sind ja eingereist und dann sind wir 2 Wochen lang ohne Maut zu bezahlen gefahren. Und wir dachten eigentlich, jetzt wird das hier irgendwie, dass wir es hier bezahlen müssen. Ja. Das ist jetzt der dritte Kontrollpunkt, ne? Der dritte Kontrollpunkt, genau, wir werden jetzt erstmal gucken. Und da nochmal fragen. Wir haben die ersten 2 Wochen kein Ticket gehabt. Müssen wir nicht was nachzahlen? Ja, wir haben keine offene Rechnung, also keine Schulden, wir müssen nichts zahlen, wir können weiterfahren. Wir haben jetzt 3-mal nachgefragt, alles ist in Ordnung. Okay. Also die türkische Seite hat jetzt, glaube ich, gerade mal 10 Minuten gedauert, wenn es hochkommt, vielleicht auch nur 5. Und jetzt stehen wir hier an der griechischen Seite. Das scheint ein bisschen länger zu dauern, aber ich glaube, wir werden heute hier richtig schnell durchkommen. Also kein Vergleich zu unserer Einreise. Ja, wobei das auch noch ging und das war ja eigentlich nur, weil wir blockiert wurden durch einen anderen LKW, der auf der Wohnmobil Genau. Lane stand. Ja. Aber das ist hier wirklich, das geht hier ruckzuck irgendwie durch. Die sind hier super organisiert. Wir sind wieder in Griechenland. So, keine 12 Stunden später und wir sind bei immer noch Finde den Fehler, wir kriegen zu viel Strom. Ja, das hat mir keine Ruhe gelassen. Irgendwie, ich muss da jetzt ran, ich muss das jetzt irgendwie ausprobieren. Jetzt haben wir den Laderegler schon. Den baue ich jetzt mal eben ein und dann gucken wir mal gleich. Also morgen fahren wir dann ja weiter und gucken mal, wie sich das verhält. Als weiterer Verdacht habe ich dieses Kabel hier. Das ist nämlich Batterie Minus und das erscheint mir echt ein bisschen zu klein dimensioniert im Gegensatz zu dem Batterie Plus Kabel. Also das ist irgendwie ungefähr ein Viertel von dem. Und eigentlich mit meinem Laienwissen über Strom müssten die gleich groß sein. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Und wenn sich einer von euch da auskennt, dann bin ich immer gerne für einen Tipp dankbar. Also wirklich. Diese Lichtmaschine hier, die ist eigentlich neu. Die wurde eingebaut, als wir damals den gekauft hatten. Die alte ist nämlich da kaputt gegangen und die ist größer. Größer als die alte. Die hat jetzt 60 Ampere-Stunden und 60 Ampere und die alte hatte 35 Ampere. Naja. Wir wollten übrigens nochmal mit euch teilen, dass es hier richtig, richtig kalt in Griechenland ist. Also wir sind vor 2 Tagen über die Grenze gefahren und gefühlt sind wir auch über eine Kliva-Grenze gefahren. Weil wir sind im Spaghetti-Teil, bin ich hierher gekommen und jetzt sitze ich hier mit einem dicken Schal und uns ist so kalt. 2 Tage haben wir jetzt hier gestanden und es hat irgendwie Gewitter gegeben, also in der ersten Nacht. Und seitdem ist es so abgekühlt. Ja, wir haben unsere Jeans rausgeholt und Schuhe und also. Ja. Der Sommer ist ganz plötzlich vorbei. Also vom Herbst gab es eigentlich nicht so richtig, ne? Nee, überhaupt nicht. Ja. Übrigens, wir wollten einmal sagen, dass wir uns riesig freuen, dass uns mittlerweile auch ganz viele Türken gucken. Und Also auch, deutschsprachige Türken auch sehr viele, die uns schreiben. ja, aber wir kriegen auch türkische Nachrichten. Ja. Also vielen lieben Dank. Wir freuen uns riesig über eure Nachrichten, die ihr uns unter die Türkei-Videos schreibt. Das Ja. ist wirklich, also Auch so tolle Nachrichten dabei, ne? Ja. So, wirklich wunderschön geschrieben. Eine hat sogar aus dem Koran zitiert, also wo es halt auch um das Leben geht und um so eine Reise, die man halt macht und was man erlebt.
Und dass Gutes nicht immer Gutes bedeutet und Schlechtes nicht mal Schlechtes. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns über euch, dass ihr dabei seid. Und wir hoffen, dass noch viele von euch dazukommen. Und naja, die haben ja schon bereits angekündigt, was unsere Pläne sind. Und wir werden ja definitiv in die Türkei zurückkehren nächstes Jahr. Und dann auch länger reisen. Und dann noch länger reisen, ja. Also da freuen wir uns schon sehr drauf. Die Türkei, die hat uns wirklich... Ja, die bedeutet uns mittlerweile sehr viel. Also das, was die Türkei uns gezeigt hat, Ja. Wir haben die Türkei sehr ans Herz geschlossen. genau. Also das Video, wo wir mit dem Titel verändert, das meinen wir auch so. Ne? Also auch wenn wir jetzt nicht direkt darüber gesprochen haben in dem Video, es ist schon so, dass wir da was für uns mitgenommen haben und auch in Zukunft mitnehmen wollen. Ja. Ja, ich bin mal ganz gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Regler läuft. Also der verhält sich schon mal gleich ganz anders, weil wir haben hier 28 Volt relativ sofort anliegen. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt war und ob jetzt alles in Ordnung ist. Wir sind an unserem nächsten Stellplatz angekommen, Richtung Athen. Wir sind heute, ich glaube, 150 Kilometer ungefähr gefahren. Ja, Wir haben einen riesengroßen Wäscheberg bewaschen. gefühlt irgendwie 20 Waschmaschinen oder so. Das mit dem Strom, also der neue Regler, der scheint gut zu funktionieren. Also ich habe jetzt keine Auffälligkeiten festgestellt. Der ist eigentlich fast konstant bei 28,2 Volt und von daher sieht es gut aus. Wir sind am nächsten schönen Ort hier in Griechenland angekommen und die letzten Tage sind wir wirklich nur gefahren und ja, wir haben nichts mehr aufgenommen, das wäre auch zu langweilig geworden. Ja, ich denke, das haben wir euch jetzt mal erspart. Also die Aufnahmen sind ja natürlich auch immer schön, aber letztendlich sind wir ja schon mal durch Griechenland gefahren. Und wen das interessiert, wer Griechenland sich auch nochmal angucken möchte, wir haben ganz, ganz viele Videos. Als wir in die Türkei, also bevor wir in die Türkei eingereist sind, sind wir 8 Monate durch Griechenland gereist und da gibt es richtig viel Material. Also, ja. Naja, auf jeden Fall. Sind wir ja schon jetzt ein paar Tage wieder hier und Ja. wir merken schon einen sehr großen Unterschied. Ja, schon, also mega, ne? Also das ist halt einfach,
uns wurde ja schon gesagt, dass die Gastfreundschaft der Türken was ganz Besonderes ist. Und wir haben ja damals schon so gesagt, Mensch, die Gastfreundschaft der Griechen, das ist total schön hier. Und uns wurde halt gesagt, ja, wartet mal ab, bis ihr in der Türkei seid. Und Es wurde wahr. Es hat sich einfach bestätigt. ja, total. Also es ist wirklich so, dass wir jetzt auch schon merken, oha, man bemisst dann irgendwie andere Länder nach dem, was man dann da erlebt hat. Also ähnlich wie man jetzt so einen Strand, also einen mega schönen Strand, den schönsten Strand, den man bisher überhaupt gesehen hat, dann plötzlich gegen alle anderen Strände irgendwie auch bemisst. Und ja, so wird es vielleicht uns dann auch gehen mit anderen Ländern, wo wir halt so die Menschen, ja nicht die Menschen, aber dieses Willkommengefühl. Genau, die Offenheit, Ja. auch wie man begrüßt wird und ja, Wie die Menschen auf einen zukommen halt auch. Ne? Genau, Das ist halt, genau, ich ja. denke, das kennt ihr auch so. Also die Menschen sind ja eigentlich überall freundlich. Nur manche sind halt etwas verhaltener und man muss eher den ersten Schritt machen Genau. auf die Menschen. Und in der Türkei ist es halt so, die Menschen kommen auf einen zu. Man braucht eigentlich gar nichts machen. Also wunderschöne Erfahrung. Also mega. Wir freuen uns auch schon drauf, dass wir in die Türkei nächstes Jahr wieder zurückreisen werden. Und wir freuen uns darauf, das weiter nochmal wieder zu erleben einfach. Ne? Ja. Genau. Wir sind jetzt 200 Kilometer vor Athen und wir haben noch ein paar Tage Zeit, um da den LKW dann vorzubereiten für unsere Abreise. Gibt halt ein paar Sachen, Ersatzteile, die wir halt brauchen und es muss ja nicht alles irgendwie aus Deutschland dann Genau. mit rübergenommen werden und vielleicht Ja. finden wir dann doch das ein oder andere beim Baumarkt zum Beispiel. Also hier auch nochmal der Tipp zum Beispiel, in Griechenland gibt es den Leroy Merlin. Das ist eigentlich der Baumarkt, wo ihr Sachen findet, falls Ja. ihr mal irgendeine Ersatzteile braucht oder Sachen braucht. Haben wir auch selber von YouTube also einen Tipp von euch bekommen und das Genau. geben wir natürlich gerne weiter. Jo, Wir trinken jetzt noch unseren Kaffee aus und dann sehen wir uns in Athen. Das ist halt auch einfach ein mega Spot hier. Das müsst ihr euch einfach mal angucken, wo wir hier stehen. Das ist total genial. Die großen Rucksäcke. Ja. Wir haben sie irgendwie nur aus Instinkt weggenommen, ne? So. aber die machen wir jetzt voll. Hab auch nicht gedacht, dass wir sie so jetzt benutzen werden. Guten Morgen. Guten Morgen. An diesem wunderschönen Stellplatz. Wir haben mega gut geschlafen. Nicht. Also wir haben hier 3 Straßen um uns herum und die Flugzeuge fliegen uns rüber. Ja, naja gut. Aber es ist okay. Es ist echt okay dafür, dass wir so in der Nähe des Flughafens stehen und dann jetzt im Prinzip heute gleich weitergefahren werden zum Flughafen hier. Also der Besitzer dieser Anlage, der fährt auch die Leute zum Flughafen und das ist halt ein mega geiler Service. Ja, ne? auch Muss wenn man wir mal sagen. zurückkommen, irgendwie in 10 Minuten sind wir Ja. wieder an unserem LKW, das ist einfach perfekt. Ja. Ja, und das ist also der letzte Stellplatz für Odin für dieses Jahr. Und es ist auch das letzte Video. Unsere So. letzten Aufnahmen sozusagen jetzt Ja. gerade. Genau. Also für uns ist es auch so ein bisschen Wehmut natürlich. Wir fühlen uns auch so ein bisschen komisch, kann man sagen. Ja. So, dass wir jetzt das unser Zuhause, in dem wir jetzt ja über 2 Jahre waren, glaube ich, über 2 Jahre. Über 2 Jahre, 2,5 Jahre, Ja. dass wir jetzt ausziehen. Wir haben jetzt schon alles durchgewischt von oben bis unten. Wir haben alles klar Schiff gemacht und aufgeräumt. Ja. Und die Wasserfilter. Ja, es sind so Kleinigkeiten. Genau. Also die Wasserfilter zum Beispiel, habe ich mir überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, okay, Wasseranlage ablassen, aber in den Wasserfiltern steht dann immer noch ein bisschen Wasser drin. Lasse ich das jetzt, mache ich die auf, lege ich die trocken, Ja. so eine Dinge halt. Was mein- Strom dran lassen, nicht dran lassen. Genau, also der Hintergrund ist halt so, naja, wenn ich jetzt die Solaranlage laufen lasse, dann bleiben die Batterien halt frisch. Wenn wir wiederkommen, haben wir keinen Stress, Batterien sind voll, wir können losfahren. Wenn ich die jetzt abklemme, sind sie eigentlich stromlos, das sollte kein Problem sein, aber sie sind jetzt auch nicht mehr voll.
weil wir einfach jetzt nicht so gut günstig stehen und die Batterien schon ein bisschen leer gelutscht sind. Naja, aber um ruhig schlafen zu können, machen wir Klemmen wir alles ab. Klemmen wir alles ab, Wasser raus, Wasserfilter bleiben halt auch, lege ich auch trocken. Ja, wenn wir wieder ankommen, wir werden, Genau. werden den LKW schon gestartet kriegen. Genau. Eine weitere Sache, die mir eigentlich erst aufgefallen ist, als wir in Alexandroupolis ja gestanden, da waren wir jetzt auf der Rücktour, das habt ihr jetzt ja gesehen, und da standen wir nur ganz kurz an einem Strand und da sind wir durch Wasser durchgefahren und ich dachte eigentlich, das wäre Süßwasser, war es aber nicht. Am nächsten Morgen waren die Bremsen fest. Salzwasser, kurz angerostet. Naja, beim LKW ist es so, wenn man den stehen lässt und automatisch macht man eigentlich immer die Feststellbremse fest, dann sind hinten die Bremsen dran. Hat gereicht, damit die sich kurz fest korrodiert haben. Und das hat mich daran erinnert, alles klar, wenn wir hier sind, 1,5 Monate stehen, dann muss ich die Bremsen auf jeden Fall lösen. So, beim LKW ist es halt so, dass über die Zeit irgendwann die Druckluft weg ist und dann gehen die Bremsen hinten automatisch wieder ran an die Trommel. Man kann sie aber mechanisch lösen und das muss ich halt noch machen. Also noch einmal unterm LKW dieses Jahr kriechen. Genau. Und dann hast du es geschafft. Ein letztes Mal unter dem LKW. letztes Mal. Genau, ja. Ja, wie schon gesagt, wir werden gleich vom Besitzer des Platzes zum Flughafen gebracht und wir freuen uns auch schon riesig auf unsere Familie. Das wird Ja. auch richtig komisch sein, die nach 2 Jahren wiederzusehen. Ja, es wird, also wir freuen uns mega, 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 unsere Familie. und Freunde halt und auch. Freunde. Ja. Genau, wir haben schon ganz viele Termine gemacht. Das wird irgendwie nicht Urlaub werden, sondern ja, wir freuen uns. Ich glaube, die Zeit wird richtig schnell vergehen. Das dann auch noch Weihnachten dazu. Das, Und Silvester. der Kalender ist jetzt schon voll. Aber gut, aber wir freuen uns drauf. Nun ja. Wir kommen im Und wir nächsten freuen Jahr. uns, genau. Ja. Und wir freuen uns auch drauf, wenn ihr nächstes Jahr wieder einschaltet. Genau. Im nächsten Ja. Jahr kommen wir wieder, im Januar. Richtig. Und alle, die das Glöckchen noch nicht aktiviert haben, jetzt lohnt es sich, das Glöckchen zu aktivieren. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wann unser erstes Video nächstes Jahr erscheint. Genau. Wir wissen es noch nicht so hundertprozentig. Wir werden ja erst Mitte Januar wieder hierher reisen. Wann denn das nächste Video erscheinen wird, vielleicht Ende Januar, aber vielleicht auch schon früher. Ja. Oder auch ein Tickchen später. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also wie gesagt, es lohnt sich, das Glöckchen zu aktivieren. Also für alle, die uns abonniert haben, jetzt macht es wirklich Sinn. Und bis dahin, Ja. bleibt alle gesund da draußen. Genau. Und wir freuen uns. Und wir wünschen euch jetzt schon eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Genau. Genießt diese Tage, versucht nicht ganz so sehr in Stress zu geraten. Vielleicht ein Tickchen früher die Weihnachtsgeschenke kaufen und ja, vielleicht auch mal den ein oder anderen Glühwein mit einem Freund genießen. Ja, oder Freundin. Und dann kommt gut durch Weihnachten, kommt gut ins nächste Jahr und wir freuen uns, euch wiederzusehen und wieder mit euch zu schreiben. Aber dieses Video kommt ja jetzt noch raus im Prinzip Genau. für uns Genau. und wir werden da ja noch mal einmal kurz uns sozusagen austauschen, denke ich. Und dann, wie gesagt, im nächsten Video. Bis dann. Gut, tschüss. But if you don't wanna tell